Hallo und herzlich willkommen bei Turis Gaming, heute mit einem neuen Video zu Delta Force Hawk Ups und diesmal mit allen Infos, die bisher bekannt sind, mir zumindestens, und warum es meiner Meinung nach ein Shooter für jedermann ist. Also, lasst uns einsteigen und legen wir los. Und starten wir auch mal gleich damit, warum es meiner Meinung nach ein Shooter für jedermann ist. Und zwar bietet das Spiel einmal einen taktisch angehauchten Spielmodus namens gefährliche Einsätze, in dem ihr in 3-Mann-Trupps auf die Karte loszieht und dort es nicht nur mit PvE-Gegnern zu tun bekommt, sondern auch mit anderen menschlichen Spielern, also PvP. Eine Mischung aus PvE und PvP, indem ihr Ziele verfolgt, Beute machen müsst und am Ende des Tages ja mit eurem Trupp die Karte erfolgreich verlassen müsst. In diesem Modus wird es dann darauf ankommen, euer Team gut aufeinander abzustimmen und eben halt auch taktisch vorzugehen, und daher dieser Modus sicherlich was für alle Taktikfreunde und Extraction-Freunde. Kommen wir als nächstes zum chaotischen Krieg oder auch Havoc Warfare genannt. Dieser Modus wird sicherlich für die meisten Spieler interessant sein. Dieser erinnert doch sehr stark an Battlefield. In diesem Modus startet ihr mit 4-Mann-Squads und habt die üblichen Klassen wie Heiler, Ingenieur, Sturmsoldat oder auch Aufklärer. Auf die Klassen werde ich im späteren Verlauf nochmal eingehen. Und zudem habt ihr die Möglichkeit, Fahrzeuge zu Land, zu Wasser oder in der Luft zu steuern. Wie viele Spieler allerdings in diesem Modus insgesamt nachher auf der Karte vorhanden sein werden, das konnte ich leider noch nicht in Erfahrung bringen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das 64 Spieler sein werden, auch so wie es damals in den Vorgänger schon war. Kommen wir zu guter Letzt zu dem Modus Black Hawk Down. Dieses ist die klassische Kampagne, die halt noch einmal remastert wurde, und ob es noch weiter aufgepeppt ist, ist mir nicht bekannt, aber soll die Kampagne euch noch einmal klassisch erleben lassen. Somit hätten wir erstmal alle 3 bisher bekannten Spielmodi abgearbeitet und kommen dann zu einem kleinen Bonus, was die Registrierung anbelangt. Das Spiel bietet anscheinend, je mehr Leute sich registrieren, gewisse Freischaltungen, so wie ihr hier auch im Bild sehen könnt. Ob das einfach nur für die offene Alpha sein wird, die kommt, oder für das Endgame am Ende, wenn das Spiel released wird, welches übrigens Free-to-Play sein soll, das bleibt abzuwarten. Kommen wir als nächstes zu den 4 Klassen, die das Spiel bietet. So wie in Battlefield habt ihr dort, wie schon vorhin erwähnt, einmal den Medi, einmal den Sturmsoldaten, den Ingenieur und auch einen Aufklärer. Jede dieser Klassen bringt natürlich ihre Vorteile mit sich, können aber auch durch entsprechende Gegenparts im Gegnertrupp auch gekontert oder ausgeschaltet werden. Da hätten wir zum Beispiel den Ingenieur und den Aufklärer, die sich gegeneinander am Ende des Tages aufheben können, weil der Aufklärer mit seinem Aufklärungspfeil kann der Ingenieur zum Beispiel mit einer, ich sag's mal, Drohne
Ich kam eben nicht drauf. Ja, das Ganze dann eben halt aufheben. Und jeder der Klassen verfügt über eine Spezialausrüstung, einen taktischen Gegenstand und eine passive Fertigkeit. Im Hintergrund seht ihr alle 4 Klassen, welche Spezialfertigkeiten, Taktikmöglichkeiten und passiven Fertigkeiten sie haben. Diese nehme ich jetzt nicht einzeln auseinander. Da könnt ihr das, was euch interessiert, auch pausieren und euch dann zu Gemüte führen. Dabei soll es aber nicht genug sein. So wie ich das schon sehen konnte, scheint man gewisse Sachen auch noch kombinieren zu können. Dazu zeige ich euch mal einen Ausschnitt aus dem folgenden Video. Hier geht es im Speziellen um den Medic. Und zwar hat der hier, da seht ihr schon mal die Taktikausrüstung, die Nebelwand, und was ganz interessant ist, die Heilpistole, die halt Mehrfachschüsse abgibt. Das heißt, stehen 2 oder 3 eurer Kollegen vor euch, dann könnt ihr auch einen Mehrfachschuss abgeben. Und das war eben hier gerade eigentlich das Interessanteste am Medic. Und zwar wirft er eine Rauchgranate und schießt dann mit seiner Heilpistole auf diesen Rauch. Und es scheint so, als würden alle Spieler, die in dieser Rauchwolke stehen, dann geheilt werden. Also das finde ich ein interessantes Feature. Wenn dem so sein sollte, habe ich so in einem anderen Spiel noch nicht gesehen. Bleibt abzuwarten, wie sich das dann aufs Gameplay auswirkt. Und apropos Gameplay, wenn ihr auch Hand an das Spiel legen wollt, dann registriert euch doch auch auf der Website von Delta Force, und dann habt ihr die Möglichkeit, an der offenen Alpha, die im Sommer starten soll, auch teilzunehmen. Und vielleicht schaltet die Community da noch paar mehr Gadgets frei. Das, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, da bin gespannt, wie sich das Ganze verhält mit den Freischaltungen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, ihr jetzt ein bisschen besser aufgeklärt seid über das Spiel, und ich werde auch in Zukunft weiter darüber berichten und bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne Kommentare, Kritik, da bin ich immer für zu haben, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Turi.